Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise rund Sizilien und befinde mich gerade in Sciacca und fahre jetzt weiter Richtung Trapani. Und wenn du wissen willst, was ich heute alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist Gründonnerstag, der 6. April 2023. Es ist sonnig, noch sehr frisch und ich muss jetzt erstmal aus der Stadt rausfinden. So, der erste Strand des Tages. Ich weiß allerdings nicht, ob ich heute noch einen sehen werde. Es geht hauptsächlich durchs Hinterland. Ja, jetzt komme ich um die Ecke und schon ist der Wind wieder da. Der wird mich auch die ganzen nächsten Tage begleiten. Ich werde jetzt erstmal auf so kleineren Straßen bleiben, weil die Hauptstraße durch eine Autobahn ersetzt ist. Ich fand das eigentlich sehr angenehm, gestern auf dieser Hauptstraße zu fahren. Da hat man seinen Seitenstreifen. Und wenn die entgegenkommenden überholen, hat man noch etwas Platz. Die Italiener fahren ja doch sehr sportlich. Eben hat auch ein Lieferwagen hier in so eine Kurve geschnitten und so weiter und so fort. Da fühle ich mich auf der Hauptstraße sicherer. Ja, so sieht es hier aus im Moment. Da unten wird das Feld gepflügt. Die Straße geht da oben weiter. Der Vorteil an den Hauptstraßen ist halt auch, dass die Steigungen nicht ganz so krass sind. Aber dafür kann man jetzt hier mal die Landschaft genießen. Ja, ich radel jetzt hier so vor mich hin. An den Straßenrändern blüht es wunderschön. Ab und zu kommt mal eine Palme oder Olivenbäume. Vor mir sind Wolken, da trifft der kalte Wind von Norden auf Land. Da können zwischendrin immer mal Regenschauer sein, aber ich glaube, das ist weiter östlich. So sah es jedenfalls auf dem Regenradar aus. Da unten ist das Meer. Ich glaube, mein Trek wäre da entlang gegangen, allerdings auch nicht direkt am Wasser. Und dann endete das wieder auf Feldwegen. Und einer war beschrieben mit, hier ist ein Fahrradweg geplant. Also das wollte ich wieder nicht riskieren, da steht man dann vorm Nichts. Ja, und hier wunderschöne Blumen. Ein sehr schönes Haus hier. Die haben einen tollen Ausblick aufs Meer. So, da vorne kann man die Autobahn sehen. Eine ganz kolossale Brücke. Jetzt ist mir bei der Abfahrt aber so richtig kalt geworden. Meine Herren. Langsam könnte es mal wärmer werden. So, da kommt jetzt eine dunkle Wolke. Ich hoffe, dass es trocken bleibt. So, da ist die Straße gesperrt. Es sind Ziegen, es riecht sehr streng. Ich will mich mal hinter das Auto hängen, der macht bestimmt gleich Platz. Da sind doch auch Schafe dabei. Das Glück, dass dieses Auto jetzt vor mir fährt. Für mich hätten die sicher nicht Platz gemacht. So, geschafft. Jetzt muss ich nur noch an den Hunden vorbeikommen. Ja, ist gut. Nein. So, das wäre überstanden. Die Hunde haben mich auch nicht gebissen. So, hier gibt es jetzt einen Radweg, aber wahrscheinlich auf einer alten Bahnstrecke. Das führt aber nicht dahin, wo ich hin will. Mein Trek wäre der Strecke eine ganze Weile gefolgt. Das wäre bestimmt angenehmer gewesen, weil es keine Steigung gegeben hätte. Naja, aber vom Verkehr her ist es auch egal. Hier ist so wenig los im Moment. Und jetzt nach Porto Palo runter, wo das hinführt, möchte ich nicht. Das ist so ein großer Bogen. Und ich glaube, da ist auch nichts, ich weiß es nicht. So, ich verlasse jetzt die Provinz Agrigent und komme in die Provinz Trapani.
So, ich hoffe, das ist jetzt mal eine andere Brücke als die, die ich eben gesehen habe. Sonst wäre ich nämlich nicht sehr weit gekommen. Ich scheine in der Mitte durchgebogen zu sein. Ja, und ich muss jetzt hier weiter den Berg hoch, nach links. Nach langer Zeit oben auf dem Berg geht es jetzt bergab. Hier sind hauptsächlich Olivenplantagen. Deswegen habe ich jetzt leider nicht gefilmt. Ich komme jetzt nach Campobello di Mazara und ich hoffe, dass ich da jetzt mal eine Kleinigkeit zu essen finde. Hier ist mal wieder alles Einbahnstraße. Ja, okay. Jetzt muss ich so eine Seitengasse nehmen. Hier gibt es bestimmt nichts zu essen. Mal sehen, ob es hier was gibt. Oh, das kam mal gerade wieder recht. Erst ein kleines Schinkenbrötchen, dann ein Pistaziencroissant mit einem Kaffee. So, ich erreiche jetzt bei Granitola wieder das Meer und die Straße geht jetzt am Meer entlang, glaube ich. Und ich bin hier voll dem Wind ausgesetzt. Ja, das sieht toll aus, aber man kennt ungefähr in den Wellen, was für ein heftiger Wind hier weht. Das bedeutet jetzt die nächsten 40 Kilometer gegen diesen Wind fahren. So, jetzt scheint die Küstenstraße gesperrt zu sein. Es kommen zwar Autos von dort, aber ich will es nicht ausprobieren. Außerdem hoffe ich, dass es im Hinterland ein bisschen windstiller ist. Ja, die Hoffnung mit dem Wind hat sich leider nicht erfüllt. Wie man hier am Windrad links sieht, kommt er mir genau entgegen. So, da haben wir die nächste kolossale Autobahnbrücke. Jetzt geht es zurück Richtung Meer. Ich hoffe, ich komme da jetzt auch irgendwie durch. Ja, und ich hoffe, dass ich an der Baustelle vorbei bin. Oh, hier macht die Straße jetzt einen Knick. Und dann müsste es wieder zurück zum Meer gehen. So, rechts von mir ist ein Fluss, den muss ich jetzt überqueren. Ich hoffe, die Baustelle ist nicht die Brücke. Natürlich ist die Baustelle die Brücke. Oh nein. Oh, ich war so nah. Ich bin doch so fern. So, wollen wir mal sehen, was der macht. Der sich traut, da durchzugehen. Will ich die ganze Zeit an der Küste weiter lang fahren können. Ja. Ja. Das stinkt hier. Wer weiß, was da in dem Fluss drin ist. Oh, der ist tatsächlich darüber gegangen. Aber der hat bestimmt nasse Füße gekriegt. Das ist nichts für mich. Ich habe es mir gerade noch mal angeguckt. Das ist ganz schön tief. Und ich würde da drüben auch nicht wieder rauskommen. Ich muss jetzt ein ganz, ganz großes Stück wieder zurück und dann die nächste Brücke nehmen. Kann man sich jetzt drüber aufregen, hat aber keinen Zweck. Also einfach jetzt los. So, ich hoffe, diese Brücke ist dann wenigstens auf, denn als Alternative bleibt dann nur noch die Autobahn. So, hier ist der Bach, nur noch ein ganz kleines Rinnsal. Aber ich bin jetzt jedenfalls drüber. So, jetzt geht's geradeaus mitten durchs Stadtzentrum. Was ich mir hätte sparen können, wenn die Brücke offen gewesen wäre. Dann ging es nämlich am Meer entlang. Naja, aber ich bin froh, dass ich überhaupt einen Weg gefunden habe. Dass es jetzt nicht ganz so ein schlimmer Umweg war. Und wieder ist der direkte Weg in die Stadt eine Einbahnstraße. So sieht so aus, als näherte ich mich dem Stadtzentrum. Und den Autos hier am Rand zu urteilen, bin ich mal wieder in eine Einbahnstraße reingefahren, ohne es zu merken. Ja, so hätte der Weg ausgesehen, wenn ich über die Brücke gekonnt hätte. So, mal sehen, ob ich jetzt durchkomme ohne Einbahnstraße. Da kommt nämlich jetzt ein Fluss. Ja, aber am Fluss entlang kann man nicht fahren, da ist wieder Einbahnstraße. Also hier lang.
Mal sehen, ob es jetzt hier weitergeht. Die Fischereiflotte ist in einem nicht so guten Zustand. Sieht ganz gut aus. So, da haben wir die Brücke. Ich hoffe, das war jetzt das letzte Hindernis. Es ist inzwischen 3 Uhr durch. Jetzt müssen wir jetzt mal überlegen, wie weit ich noch fahre. Ja, super schwer hier aus dieser Stadt rauszufinden. Ja, heute haben wir mal was zu bellen. Ich folge hier jetzt wieder meinem Track und ich hoffe jetzt inständig, der führt mich nicht ins Nichts, weil da möchte ich jetzt nicht wieder zurück. Ja, jetzt soll es hier rechts gehen. Es ist inzwischen fast 4 Uhr, also diese Durchfahrt durch die Stadt hat ungeheuer lang gebraucht, dadurch, dass die Brücke eben gesperrt war. Ja, und jetzt habe ich mir in Marsala eine Unterkunft gemietet. Ich habe mich jetzt entschieden, das letzte Stück auf der Hauptstraße zu fahren. Es geht einfach geradeaus nach Marsala rein. Da brauche ich nicht navigieren, die Landschaft ist sowieso nicht so reizvoll. Und ich hoffe, dass ich hier ein bisschen besser mit dem Wind zurechtkomme. Ich bin jetzt doch wieder von der Hauptstraße abgefahren. Das war zu gefährlich. Die Straße war schmal. Es gab keinen Seitenstreifen. Die Lastwagen sind wegen dem Gegenverkehr nicht ausgewichen und haben auch nicht gewartet hinter einem. Und dann sind einfach ganz knapp dran vorbeigefahren. Und ja. Dann kam ein Wort, Riesenchaos. Man kann auch nicht vorhersehen, wo diese Italiener hinwollen, blinken nicht, überholen einen, fahren rechts rein, bremsen plötzlich, wenden auf der Straße, stehen dann plötzlich quer. Ja, Italien halt. Deswegen sind wir hierher gekommen. So, hier ist es jetzt etwas entspannter. Ich bin zurück am Meer. Das geht jetzt, glaube ich, bis Marsala so weiter. Ich hoffe, es ist jetzt nicht mehr so weit. Da hinten kann man die Stadt jetzt sehen. Oh, ich komme jetzt langsam nach Marsala rein. Hier herrscht das totale Verkehrschaos. Ja, da muss irgendeine Festivität gewesen sein. Wahrscheinlich hat es was mit Ostern zu tun. Und alle Leute wollen da lang, die Polizei steht da und die Innenstadt ist abgesperrt und ich mittendurch. Oh je, jede Menge Menschen. Einige warten an der Straße. Es gibt wahrscheinlich gleich einen Umzug. So, ich versuche es mal in der Parallelstraße. Ich hoffe nur, meine Vermieter sind da jetzt nicht auch unterwegs. Oh je, oh je, oh je, oh je. Tja, auf die Idee mit der Parallelstraße bin ich nicht alleine gekommen. Und die suchen hier alle Parkplätze. Deswegen geht es nur sehr langsam voran. Ja, das wird eine Prozession sein, denke ich mal. Heute ist Gründonnerstag, morgen Karfreitag. Und ja, jetzt ist wirklich die Frage, ob meine Vermieter zu Hause sind. Normalerweise schicken die immer eine E-Mail und mit Instruktionen, was man tun soll. Ist jetzt aber keine gekommen. Und wahrscheinlich haben die meine Buchung jetzt gar nicht mitbekommen. Oh, ich hoffe, ich habe es jetzt gefunden. Es war ein bisschen schwierig. Es ging hier immer um diese Lottos und Lotto 16 war einfach nicht aufzufinden. Ja, ich habe angerufen und es will wohl jemand kommen,
Ich hoffe, ich bin jetzt wirklich an der richtigen Stelle. Sonst gibt es Schwierigkeiten. Oh, das hat überraschend gut geklappt. Es kam jemand und hat mich reingelassen. Das ist mein Zimmer. Das ist hier so eine Wohnung oben in so einem Sozialbau, würde ich mal sagen. Mit einem kleinen Bad. Und eine Kochzeile, kann ich mir gleich was kochen. Das Wichtige ist auch eine Kaffeemaschine. Mein Fahrrad konnte ich mit hochnehmen. Ich musste es allerdings bis in den 4. Stock tragen. Aber draußen hätte ich es nicht stehen lassen in dieser Gegend. Ja, und einen Balkon habe ich auch mit Blick auf die anderen Häuser und sogar aufs Meer. So, ich muss mich jetzt ausruhen. Es war doch sehr anstrengend mit dem Wind heute. Morgen geht es dann weiter Richtung Trapani. Und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!